Die meisten Reise-Enduros haben ein Gewicht von 200 bis 300 Kilo. Kurz gesagt, sie sind schwer. Damit in unwegigem Gelände zu fahren, löst bei gesundem Menschenverstand das aus. Mit der richtigen Technik jedoch macht das richtig Spaß. Und darum geht's in diesem Video. Jetzt läuft's hier ganz gut. Teamgeist. Ja, danke. Transalp geborgen. Das macht Bock, ey. Einen wunderschönen guten Morgen hier aus Baden-Württemberg vom Ultraterrain in Geisingen. Wir sind hier hingefahren über den Odenwald und es war schon bitter kalt und jetzt, wo wir hier sind, ist es immer noch um die 0 Grad gewesen heute Morgen. Die Motorradsitzbänke gefroren, aber wir machen heute was, wo uns ganz bestimmt richtig warm bei wird. Ein Enduro-Training und das Ganze mit der neuen Afrika Twin und der neuen Transalp. So fluffig wie der Löwenzahn hier wird das ganz bestimmt nicht. Das ist echt hardcore, ey. Ja, das ist irgendwann, kannst du nicht mehr. Da hoch, oh mein Gott. Das ist der Mount Everest. Okay. Heavy. Los geht's. Angeboten wird das Training von High Enduro End, die auch Touren, Workshops und Trainings für Sportenduros machen. Jo, Leute, jetzt geht's hier los. Nach einer Begrüßung und einem kurzen Erklären, was es hier noch so für Regeln gibt. Und das ist hier ein aktiver Steinbruch. Hier ändern sich die Gegebenheiten immer mal. Gab es dann erstmal eine Erklärung der Grundhaltungen der zwei, stehen wie im Sitzen. Und dann wurden wir in Gruppen aufgeteilt. Vielleicht klappt es besser als gedacht, dann kann man schon auch in die fortgeschrittene Gruppe wechseln. Dann haben wir in der Gruppe nochmal eine kurze Vorstellungsrunde gemacht. Unser Trainer ist der Andi. Der führt einen hier sicher durch die verschiedenen Trails und Aufgaben. Unsere Gruppe besteht aus Menschen, die bereits Offroad-Erfahrung haben und nochmal besser und sicherer werden wollen. Also mein Name ist Roland, ich werde 64. Ich habe schon Touren gemacht mit leichten Enduros, habe seit 2 Jahren jetzt mit der großen Enduro Touren gemacht. Für mich war es einfach wichtig, die Grundsachen zu lernen mit dem Motorrad, mit dem schweren Motorrad. Und ich bin überrascht, wir machen hier in Geisingen dieselben Touren und dieselben Strecken, die wir mit den leichten Motorrädern gemacht haben. Und das ist echt toll. Ich bin der Adrian Jakob, ich komme aus der Schweiz, wie man hört. Ich bin hier, um meine Fertigkeiten zu trainieren. Ich war schon einige Male Offroad unterwegs und letzten Herbst waren wir an der ligurischen Grenzkammstraße und da hatte ich einen Absturz und habe mir dabei den Oberarmknochen gebrochen. Grundsätzlich weiß ich, was der Fehler war. Jetzt bin ich hier die 2 Tage, um das zu trainieren, dass ich das wegkriege und das nächste Mal die Grenzkammstraße erfolgreicher fahren kann. Ja, ist einfach super und echt empfehlenswert, hier das Ganze mal zu machen. Auch gerade für Anfänger. Ist auch mein erstes Training. Ich habe jetzt zwar schon ein bisschen Offroad-Erfahrung, aber auch für mich, ich gehe hier gerade richtig drin auf. Und wenn ihr selber keine Reise-Enduro habt zum Beispiel oder ihr habt eine und wollt die nicht unbedingt hier im Gelände eventuell verschandeln, dann könnt ihr euch hier natürlich auch Motorräder leihen. Damit die Bikes geländegängiger sind, haben wir vorher den Luftdruck auf ca. 1,7 bar verringert und die Spiegel abgeschraubt bzw. eingeklappt. So geht es zum Aufwärmen, wo wir auf Tuchfühlung mit unserem Motorrad gehen. Rechter Fuß auf die Fußraste, zur Seite runterbeugen. Ich komme auf den Boden. Ja, jetzt das Ganze auf die andere Seite. Oh, Hilfe. Gleich liege ich drunter. Es geht viel um Gleichgewicht und Balance. Denn wir versuchen beide Füße im Stand auf den Rasten zu haben. Gar nicht so einfach. Geradeaus gucken, im Mittelpunkt sein. So, jetzt fahren wir einfach relativ langsam und sollen immer wieder anhalten und dann jeweils den linken und anschließend den rechten Fuß, sobald das Motorrad steht, absetzen. Und erst wenn das Motorrad steht, den Fuß runternehmen. Fahren, anhalten, runternehmen. Immer bremsen und anfahren ohne den linken Arm. Beim Anfahren nach vorne gehen und beim Anhalten nach hinten lehnen. Ja, wir lernen hier das Motorrad in verschiedenen Positionen gut zu beherrschen. So, 11 Uhr nach dem ersten Warmfahren machen wir hier eine kleine Trinkpause, weil es ist wirklich mittlerweile richtig warm geworden. Ja, es ist natürlich echt ein geiler Ausblick von hier, ne? Ich war übrigens die ganze Zeit mit dem Tourmodus der Afrika Twin und das geht echt ganz entspannt. Alles gut. Wow. Ja, nicht schlecht, ey. Wow. So, jetzt kommen hier so Baumstämme, aber da hops die so drüber. Traktionskontrolle habe ich auf 1. So geht es zum nächsten Hindernis.
Wenn Höhenangst und rutschiger Boden zusammenkommen, sieht das so aus. Ein steiler Berg mit leichtem Schotter. Andi erklärt, das Gewicht gehört nach hinten, sodass die Arme locker sind. Sieht gar nicht mal so unsteil aus, das Ding. Ne? Das kommt auf der Kamera nicht rüber, aber das ist schon ein ordentlicher Hügel hier. Jo, jetzt hier schön nach hinten lehnen. Ey, wenn ich überlege, wie ich mir hier noch vor ein paar Jahren in die Hose geschissen habe, als ich da runtergefahren bin, ey. Das ist jetzt schon eine ganz andere Sache, ey. Viel entspannter. Nächste Übung, das Ganze rückwärts. Also steil bergauf. Entscheidet euch unter für eine Spur und dann bleibt ihr in der Spur. Wir kommen langsam hier reingerollt. Jetzt Gas geben, einfedern, dass die richtig Grip kriegt von unten, hochfahren und oben dann mit der Kupplung regulieren. Erstmal alle Sachen hier ausschalten, ne? Das ist immer wichtig, Genau. Ne? Dass die Elektronik da nicht reinregelt. Wheelie Control und die Traktionskontrolle, die mache ich jetzt erstmal aus. So, jetzt haben wir uns eine Mittagspause, aber wohl verdient, würde ich sagen. Der Riesenvorteil bei so einem Training liegt, finde ich, darin, dass man weiß, dass alles fahrbar ist mit den Maschinen. Also die einzige Grenze ist man im Zweifelsfalle, wenn dann selbst. Und das ist natürlich ein ganz, ganz tolles Gefühl zu wissen. Alles, woran ich hier arbeite, das bin vor allem ich. Die Strecke, die ist da und die ist safe. Ja, die kann ich fahren. Das Motorrad kann das, denn das ist hier ein Enduro-Training. Und man sieht vor allem ja, die anderen Leute, die schaffen das dann meistens auch schon mit ihren großen, schweren Reise-Enduros. Und das ist eben der große Unterschied zum Gelände, wo du nie weißt, was da kommt. Da ist vielleicht auch noch keiner vor dir hergefahren, der dir gesagt hat, ja, ja, kannst du machen. Das gibt einfach so ein ganz anderes Gefühl und auch Selbstbewusstsein, hier mit seinem Motorrad zu üben. Enge Kurven zu fahren bis zum Lenkanschlag, das steht jetzt an. Wir drehen erstmal unseren Kopf so weit wie es geht, nehmen hier schon gleich mal der Lenker und unsere Schultern mit, gehen wirklich richtig hier mit der Hüfte raus, haben unser Gewicht auf der Kurve äußere Reste, streckt er den inneren Arm etwas aus und dann könnt ihr schön nach hinten schauen. Im Stehen funktioniert im Endeffekt ähnlich, ne? Der Arsch wird dann einfach nochmal weiter rausgenommen, der Blick geht nach hinten, die Schultern, der Oberkörper, es dreht sich alles so ein bisschen und das Ganze am Lenkanschlag, wenn möglich. Man kann theoretisch jetzt das innere Bein ja wegnehmen. Oder auch nicht. So. Unser erstes Mal hinfallen, das war doch ein schöner Hinfaller. Nur ist jetzt irgendwie das hier verschoben. Geil, dass man das Werkzeug hier nutzen kann. Wir müssen mich jetzt gerade noch mal eben meinen Handguard wieder festmachen. Hier ist alles, was man braucht dafür, vorhanden. Erste Spuren des Trainings sind sichtbar. Es wird mit jedem Fall immer mehr mein Motorrad. Ne? Also am Ende wird die wahrscheinlich aussehen wie Queenie. No. Der nächste Berg ist nicht nur steil, sondern hat an seiner Spitze eine enge Kurve, die es zu meistern gilt. Ganz kleines bisschen so wie das Ding in Spanien, nur in klein. Das hat mit der Tenere übrigens so geendet. Andi erinnert daran, dass Blickrichtung hier das A und O ist. Läuft es vor, fährt es vor und schon ist die Stimmung easy. Los geht's. Hoch komme ich gut. Nur das mit der Kurve vergesse ich dann fast. Wow. Scheiße. Mit etwas Glück kriege ich den Kahn in letzter Minute noch gerettet. Und was sagst du? War ein bisschen unheimlich, aber ich bin heil runtergekommen, das ist die Hauptsache. Das gilt auch für den nächsten Steinhaufen. Wetter hoch? Oh mein Gott. Zu Fuß geht es nur beschwerlich. Auf 2 Rädern erstaunlich gut. Ich könnte ja jetzt sagen, kennst du einen Berg, kennst du alle. Ganz so ist es nicht, aber einen wie diesen zu meistern, schenkt ungemein viel Selbstvertrauen. So, jetzt geht's zum Single Trail. Das weiß ich noch, das fand ich damals so unheimlich. Aber damals war das auch so richtig matschig noch. So, jetzt wird's hier ein bisschen steiniger. Um die Kurve gucken. Yay! Ab in den Wald. Durchs Rohr. Das macht Spaß. Oh, eng, 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 eng. Uiuiui. Julian ist ordentlich am Hopsen vor mir. Dicke, dicke Wurzeln auf dem Boden. Aber einfach draufhalten. Wenn man nicht zu langsam ist, dann schafft das Motorrad das auch immer. Boah, jetzt hier noch mit Aussicht. Hops, hops. Das war Tag Nummer 1. Es war schon ein richtig erfolgreicher Tag. Alle sind gesund, auch die beiden Motorräder, bis auf der eine
Katja jetzt an dem Endguard. Das macht nichts. Ja, würde ich sagen, bis morgen. Das ist echt ein Ausblick von hier oben. Allein deswegen sollte man schon mal beim Ultraterrain in Geisingen gewesen sein. Mega, sagt Julian auch gerade. Ne? Tag 2, 9 Uhr morgens, es ist hier wieder Premium-Wetter. So, jetzt hier Enduro wandern, im wahrsten Sinne des Wortes. Motor an, erster oder zweiter Gang und dann nebenher laufen. Jo, das mache ich auch zum ersten Mal, hier mit meinem Motorrad spazieren gehen. Ich gehe mit meiner Enduro und meine Enduro mit mir. Nein, wir schieben heute nicht nur, sondern fahren ganz elegant. Im vornehmen Damensitz. Natürlich. Witzigerweise geht es echt gut. So, erste richtige Übung heute, wenden bzw. rückwärts fahren am Hang. Damit der Hang nicht zum Verhängnis wird. Ich fahre und würge das Motorrad am Hang ab. Zack. Die Maschine steht sicher, ohne dass gebremst wird. Immer so ein bisschen die Kupplung ziehen und damit gehe ich so ein Stück nach hinten. Der Fuß, der ins Tal zeigt, ist dabei auf der Fußraste. Wenn es nicht mehr weiter zurückgeht, bewegen wir den Lenker von einem Anschlag zum anderen. So wandert die Front des Motorrads in Richtung Tal. Das ist hier ja wirklich Fusselarbeit. 2 Stunden später sind meine Arme ausgepowert wie nach einem Boxtraining und das Motorrad in der richtigen Position. Okay, wenden am Hang, check. Ist natürlich heavy, er hat definitiv ein hohes Motorrad. Kommt gerade so mit den Füßen auf den Boden. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wow. Wow, Hilfe. Ups, ich bin irgendwie gerade hier weggefallen. Top, auch die Transalp hat's geschafft. Jetzt muss nur noch ich das hier schaffen. So, next point of our Tagesordnung ist hier diese Kiesgrube jetzt mit den Motorrädern zu durchfahren. Mit unseren Knie und unseren Beinen gut geklemmt. Da können wir sie mit der Hüfte etwas dirigieren. Lenker haben wir nur locker, bleibt am Gas. Okay, dann wollen wir mal. Also Gewicht nach hinten und dann läuft das Ding wie von alleine da durch. Also ich habe ja so ein leichtes Kieseltrauma, könnte man so sagen. Chaka. Einfach mal da durch. Ich sehe das da hinten an. Gewicht nach hinten. Kräfte sammeln für... Das ist der Mount Everest. Das ist steil. Zu Fuß kann er es auf jeden Fall schon mal. Hallo! Problemlos mit der Transalp. Okay. Die Afrika Twin fahre ich leichtfüßig hoch. Nur an der Kuppe dann wieder fast zu weit. Wow, 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 das geht. Wow, ich bin ein bisschen zu weit fast. Alter Verdei. Es folgt... Ich habe ihn bereits geschafft und genieße jetzt die Aussicht. Los geht es für Julian. So sieht das hier aus. Wow. Brauchst du Hilfe? Oder kannst du aufheben? So, Hilfe naht. Das ist jetzt so der Klassiker. Ja, wir können es mal probieren, ob wir es jetzt zu zweit hochkriegen. Boah, ihr glaubt gar nicht, wie anstrengend das ist. Oh, ich glaube, ich kriege hier so gar nicht gehalten. Alter, das ist hier unten doch ganz schön schwer. Ach nee, Transalp geborgen. Julian ist jetzt, glaube ich, echt am Keuchen. Ja, da war irgendein größerer Stein einfach am Vorderrad. Also links ist ein bisschen besser wie rechts. Boah, auf diesen großen Stein ist ich doch ganz schön nervös. Wenn das Vorderrad so hin und her springt, dann merkt man doch das Gewicht des Fahrzeugs. Crazy. Ich dachte schon bei dir, was sieht das holprig aus? Ja, die kommt gar nicht weg vom Fleck. Das ist einfach zu krass steinig da. Jetzt immer mal zwischendurch. Boah, mit vereinten Kräften. Nee, schon wieder. Ey, Respekt, in dem Alter noch sowas hier mitzumachen. Echt krass. Ich meine, das sind noch mal 30 Jahre plus, was ich jetzt schon alt bin. Heavy. Mal mit 3 Leuten sind die da jetzt schon seit 10 Minuten an dem Motorrad dran. Was das für eine heavy Arbeit ist, mit diesen Reise-Enduros im Gelände unterwegs zu sein. Eine harte Nummer, wer dieses Hobby gewählt hat. Aber wir wissen auch warum, weil wir haben alle Bock auf Adrenalin. Echt, das sind Hammerbrocken, die räumen die jetzt so ein bisschen zur Seite. Der hat gute Sturzbügel zum Glück an der KTM. Ja, jetzt aber mit Schmackes. Nee, halt an der Seite. Oh. Heftig, oder? Ja.
weil das erstmal genug Anstrengung war, machen wir jetzt noch so eine meditative, entspannende Waldrunde. Jetzt hier ein bisschen enger teilweise, sagt er. Deswegen ist das Visier unten. Boah, 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 krass. Da muss man echt richtig weit gucken, dass man sich nicht an den Wurzeln hier festschaut. Oh, es ist eng hier. Jo, Maßarbeit. Scheiße. Warte. Soll ich dir helfen? Du kriegst es? Oh, Scheiße, ich bin der gleiche Stelle. Das gibt's doch nicht. Das gibt es nicht. Ich versuch's mal. Aber nee, Scheiße, du hast recht. Ich schaff das gar nicht hier. 1, 2, 3. Ja. Hoppa. Danke. Hoppa. So. Hoppa. Hoppa. So. Jetzt aber. Also hier muss man halt das Fahrzeug echt gut unter Kontrolle haben. Ansonsten... Oh. Das macht Bock, ey. Und weil es so schön war und die Unterarme eh schon brennen wie Sau, waren so ein paar Bekloppte direkt noch eine zweite Runde. Oh, Baum im Weg. Ja, die Kamera droht auch die ganze Zeit wegzurutschen. Es kommt, was kommen muss. Selber schuld, ey. Aufnehmen, Kamera umstellen. Nein. Nee, das will ich nicht. Ja, sie möchte das selber machen. Ja. Kann jemand die Kamera mitnehmen? Ja, warte. Macht die an und mega anstrengender als man denkt, ey. Aber macht mega Spaß sowas. Und weil Übung den Meister macht, meint der Wald ist besonders gut mit uns. Und da liegt es schon wieder. So, nochmal. Ja, da habe ich jetzt einen Baum gegriffen. Ich hänge hier. Ja, danke. Super. Der Baum war im Weg. Die Körner noch auf der Map. Aber hey, ich blinke. Meine Traktionskontrolle, ich muss die mal eben ausmachen. Das hilft leider auch nicht bei allem. Das gibt's nicht. Das gibt's doch nicht. Alter. Ja, das ist irgendwann kannst du nicht mehr. Crazy. Ihr seht, bei so einem Training geht es gar nicht darum, alles zu können, sondern einfach entspannt zu bleiben und mit den Herausforderungen gelassen umzugehen. Aua. Geschafft. So gut wie. Noch eben alles wieder richten. Ja, läuft. Und weil es gerade so gut läuft, trauen wir uns an die Försterwände ran. Egal ob Anfänger oder fortgeschritten, an erster Stelle steht hier der Spaß. Und davon eine ganze Menge. Gönn dir. Der Link zum Training steht in der Infobox. Gibt's auch einfach gar nicht auf, ne? Das ist keine Option. Hartnäckigkeit in Person, die härteste Frau hier auf dem Gelände, wirklich. So. Ja, es klappt. Oder doch nicht? Jetzt aber. Spoiler, ich habe die Försterwände an diesem Tag nicht geschafft. Aber dafür etwas viel Wichtigeres, nämlich mein Motorrad mehrfach hintereinander alleine aufzuheben. Willst du was dazu sagen? Was soll ich dazu sagen? Ja, hier ist die Grenze. Hier geht eigentlich die Herausforderung erst so richtig los. Geiles Training. Ich mache jetzt hier noch bis morgen früh weiter und dann sehen wir uns im Balkan.